Das könnte gerade so gut gehen mit dem Glas hier. Schaut mal an, diese nächste Cattleya, die Xiangyu Gold Coast, steht hier in Sphagnummoos, sehr gut verwurzelt, sehr frische, gute, knackige Wurzeln. Da muss man wahrscheinlich gar nicht so viel entfernen, aber die steht hier in Sphagnummoos. Sphagnummoos ist ein bisschen fusselig. Ja. Das kann dauern. Am besten kann man das auch vielleicht unter fließend Wasser bereinigen. Und das ist eigentlich das, was ich im letzten Video, wo die Orchidee in Pinienrinde gepflanzt war, was wesentlich einfacher zum Säubern war. Das ist auch das, was den wesentlich größeren Aufwand macht. Und ihr seht schon, man müht sich hier ab. Aber, und jetzt kommt das Aber, Sphagnummoos hält ja gut Feuchtigkeit. Und die hier sind relativ feucht angekommen oder eigentlich schon ziemlich relativ feucht. Ich weiß gar nicht, ob... Ah doch, man könnte es sehen. Seht ihr? Da sieht man das Wasser. Vielleicht kommt da auch ein Tropfen runter. Nee, so viel quetschen kann ich nicht. Doch, hier, seht ihr, sind relativ feucht. Habe ich auch nicht frisch gegossen, sind so angekommen. Und da muss man explizit aufpassen, dass die natürlich nicht zu nass sind. Das heißt, wenn die eintreffen, muss man die nicht gleich gießen. Kontrolliert man am besten. Und dann fusselt man sich hier so durch. Irgendwann hat man das auch geschafft. Es dauert nur Tage, Wochen, Monate, je nachdem, ob man dazwischen drin Pause machen muss, Kaffee trinken muss, Buch lesen. Dann fusselt man und fusselt man. Und andere im Hintergrund kommentieren schon, laber nicht so viel, du kannst auch besser schneiden. Die meisten Videos sind uncut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommt. Viele Videos sind One-Taker. Auch gerade wenn ihr so ein Paket auspackt, zum Beispiel, ihr könnt es ja nicht wieder einpacken. Also das heißt, man muss es in einem Zug durchziehen. Und ich finde, wenn ihr das Video so seht, wie ich das machen muss, ohne dass das irgendwie künstlich geschnitten ist, dann wisst ihr auch, hey, das dauert jetzt halt mal ein bisschen. Gleichzeitig können wir das natürlich irgendwann mal in einem Live-Video machen. Gemeinsames Massenorchideen umtopfen. Ich hatte mir das überlegt für Juli und wäre ganz interessant, wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist ein bisschen algig, schleimig. Das ist eklig. Zum Glück seht ihr das nicht im Detail. Die Algen. So, ich habe aber auch schon Orchideen mit Restsphagnum direkt eingepflanzt. Hat auch funktioniert, ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt kann man den Rest unter dem Wasser abspülen und ihr wisst schon, jetzt kommt der Schnitt. Und dann komme ich wieder. Aber ihr seht hier, dieser Wurzelbart ist an und für sich echt gut. Und das heißt, die wird auch richtig schön anwachsen. So, jetzt kommt der Schnitt und dann bin ich gleich wieder da. So, das hat jetzt gar nicht so lange gedauert, war vielleicht gerade mal eine Minute oder so. Hättet ihr auch locker dranbleiben können, hättet ihr so einen Einblender machen können. Please hold the line. Und dann so eine nette Aufzugmusik. Okay, machen wir weiter. Ui, das Glas ist schmutzig. Das Glas ist schmutzig. Dann nimmt man hier den Daumen. Naja, so. Jetzt das Glas wieder sauber, weitestgehend. So, und im Prinzip müsste das jetzt ziemlich genau aufgehen. Das heißt, wir gehen jetzt hin, stecken die Wurzeln in das Glas so vorsichtig wie es geht. Und das ist jetzt gerade echt ultra grenzwertig, extrem grenzwertig. Aber ich denke, wir werden sehen, dass es zukünftig funktionieren wird. Und ihr seht, die Wurzeln reichen jetzt genau bis runter. Und da muss man genau darauf achten, wo der Neutrieb sitzt, dass man hier dann entsprechend das Kolomi hineinfüllt. Jetzt ist hier wahrscheinlich nicht genug Kolomi drin. Ich nehme
jetzt hier in diesem Fall das Weiße. Eigentlich hätte ich das Goldene oder das Orangefarbene nehmen können, hätte auch zu der Blüte gepasst, aber in dem Fall nehme ich jetzt einfach mal das Weiße. Und jetzt rieselt man das Colomi hinein. Leise rieselt das Colomi. So, müssen wir ein bisschen nachschütteln. Und wie gesagt, wie im letzten Video auch, dafür sorgen, dass der Neutrieb zukünftig viel mehr Platz hat als der alte Teil der Pflanze. Ja, da passt noch was rein. Drehen wir das mal um. Wie im letzten Video auch, geschüttelt, nicht gerührt. So. Ein abendfüllendes Eintopferlebnis. So, ein bisschen kann man schon nachdrücken, damit man auch wirklich das so hat, wie man es möchte. Und im Prinzip hat man es jetzt so, wie ich es möchte. Denke ich, so ein bisschen so. Ach, so eine kleine Prise Colomi kann nie schaden. Ja, und dann fehlt nur noch das Etikett. In dem Fall würde ich sagen, passt das, aber nur bis zum nächsten Jahr, schätze ich mal. Wir werden sehen, wie lange sie da drin wachsen kann. Die Cattleya Hissimiua Gold Coast ist jetzt eingepflanzt, war vorher ins Sphagnummoos im Anzuchttöpfchen und wir werden sehen, wenn sie blüht, wann sie blüht, wie sie blüht. Und ja, das war so viel zum Thema Cattleya in Colomi einpflanzen, Teil 2. Praktisch der letzte Teil, den habt ihr vor ein paar Tagen gesehen. Ich würde sagen, das war der letzte Teil hier. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß mit euren Orchideen und viel Erfolg natürlich. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, hier unten auf das Herzchen drücken, falls es euch gefallen hat. Ansonsten auf die Webseite gehen, weitere Tipps abholen, nachlesen und bis zum nächsten Video. Tschüss.